Die Falklandinseln, eine Inselgruppe mit über 700 Inseln, die ca. 500 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt liegt. Trotzdem gehören die Inseln nicht etwa zum nahegelegenen Argentinien, nein, sie gehören bis heute zum Vereinigten Königreich. Seit Jahrhunderten streiten die Briten und Argentinier um dieses Inselarchipel, in den 80er Jahren begann sogar ein Krieg zwischen beiden Staaten. Dieser endete in einer Invasion durch die Briten und forderte zahlreiche Tote. Und auch heute führt der Streit um die Inseln weiterhin zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten. Doch wie konnten die Briten die Inseln, die sich fast 13.000 Kilometer von der Heimat entfernt befinden, überhaupt erobern? Warum wollen sie unbedingt behalten? Und warum könnte der Konflikt auch heute wieder hochkochen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die erste aufgezeichnete Landung auf den Falklandinseln fand 1690 statt. Der britische Kapitän John Strong kartografierte die Inseln und führte Forschungen durch. Bis zu einer Inbesitznahme sollte es aber nochmal fast 100 Jahre dauern. 1765 beanspruchte die britische Krone dann die Inseln als ihr offizielles Eigentum und schickte daraufhin eine Marineexpedition zu den Falklandinseln. Diese gründete die erste Siedlung, Port Egmont, die als wichtiger Marinestützpunkt dienen sollte. Zudem wurde auch die Einwanderung von ersten britischen Siedlern gefördert. Tatsächlich waren sie aber nicht die ersten Siedler auf den Inseln. Ein Jahr zuvor hatten sich bereits 75 französische Kolonisten auf der Inselgruppe niedergelassen. Da sie aber auf einer anderen Insel ca. 130 Kilometer entfernt wohnten, erfuhren die Briten erst einige Monate später von deren Existenz. Die Siedler beider Nationen koexistierten zunächst aber friedlich nebeneinander. Einige Jahre später bekam aber Spanien Wind von der Besetzung und es forderte daraufhin beide Nationen umgehend auf, ihre Siedler zurückzurufen. Der gesamte Südatlantik sei nämlich spanisches Einflussgebiet und sie würden keine Stützpunkte anderer Nationen dulden. Die Franzosen folgten dieser Anweisung auch, nicht so aber die Briten. Spanien fiel deshalb kurz darauf auf den Inseln ein und eroberte die britische Siedlung. Als Großbritannien wiederum ihnen mit Krieg in Europa drohte, zogen sie sich aber schnell wieder zurück und übergaben die Inseln wieder den britischen Siedlern. Nur einige wenige spanische Siedler blieben zurück. Doch in den nächsten Jahrzehnten wurden beide Nationen in große Kriege verwickelt. Zunächst Großbritannien in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und dann beide Nationen in die Napoleonischen Kriege. Beide Nationen evakuierten während der Kriege die Falklandinseln, da sie sich eine Besetzung so fern von der Heimat einfach nicht mehr leisten konnten. So blieben die Inseln wieder mal unbewohnt zurück. Erst in den nächsten Jahrzehnten begann Stück für Stück wieder eine Besiedlung. Es ließen sich vor allem Walfänger und Piraten verschiedenster Nationen dort nieder. Auch einige Siedler aus dem frisch unabhängig gewordenen Argentinien kamen auf die Inseln. Und die argentinische Regierung nutzte dies direkt aus, schickte Soldaten und hisste daraufhin ihre Flagge auf den Inseln. Doch das ging den Briten schließlich zu weit. Für sie waren die Inseln weiterhin britisches Eigentum und sie begannen 1833 mit einer Invasion der Inseln. Da die Argentinier aber gegen ihre Kommandanten meuterten, konnten die Briten die Inseln sogar kampflos zurückerobern. So begann in den nächsten Jahrzehnten eine relativ friedliche Zeit und immer mehr Briten ließen sich auf den Inseln nieder. Diese Idylle änderte sich erst mit dem Zweiten Weltkrieg. In Argentinien kam eine pro-faschistische Regierung an die Macht, die begann wieder Ansprüche auf die Inseln zu stellen. Der Plan einer Eroberung wurde daraufhin in der argentinischen Politik immer wieder diskutiert und im Jahr 1982 wurde er dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Am 1. April diesen Jahres fiel die argentinische Militärregierung auf den Inseln ein und eroberte sie vollständig. Sie rechnete mit keinem Gegenschlag der Briten, da sich die Inseln zu weit von der Heimat befanden und zudem ja auch relativ unbedeutend waren. Sie machte die Rechnung aber ohne die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher. Diese wollte die Inseln um jeden Preis halten. Für die Briten waren die Inseln nämlich ein Symbol des nationalen Stolzes, zudem wollten sie ihre militärische Stärke demonstrieren und zeigen, dass sie immer noch ein wichtiger Spieler auf der internationalen Weltbühne sind. So lief nur wenige Tage später ein Flottenverband mit 36 Kriegsschiffen und insgesamt 5000 Mann Richtung Südatlantik aus. Zudem begannen auch Luftangriffe auf die Inselhauptstadt Port Stanley. Innerhalb von nur 6 Wochen konnten die Briten so die Inseln zurückerobern und die Argentinier wurden zur Kapitulation gezwungen. Insgesamt kostete der Krieg 712 argentinischen und 256 britischen Soldaten das Leben. Und bis heute geraten die Regierungen Argentiniens und des Vereinigten Königreichs wegen den Inseln immer wieder aneinander. Die Argentinier berufen sich auf das UN-Recht der Entkolonialisierung und bezeichnen die Inseln als Überbleibsel aus der Zeit des britischen Imperialismus. Die Briten argumentieren, dass diese Inseln ja nie wirklich zu Argentinien gehörten und stellen das Selbstbestimmungsrecht der Völker voran.
So führten sie eine Volksabstimmung durch, in der die knapp 3000 Inselbewohner dafür stimmten, weiterhin ein britisches Überseegebiet zu bleiben. Argentinien wiederum argumentierte daraufhin, dass die Falkländer ja kein eigenes Volk seien und die Abstimmung deshalb nichtig sei. Der Konflikt ist also bis heute nicht wirklich gelöst und beide Regierungen geraten deswegen immer wieder aneinander. Was denkt ihr über den Konflikt? Wer sollte rechtmäßigerweise die Hoheit über die Inseln bekommen? Für alle, die sich weiter für Südamerika interessieren, habe ich vor kurzem ein Video über Chile hochgeladen. Ich verlinke euch das Video direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.